Left on my side is Miriam. Hello, Miriam. Hello, Thorsten. And on the right side is Dominik. Hello. And 3 Germans talking English. What could possibly go wrong? So, I don't know. The first thing is that you might already know when you see that video. Next PowerShell Conference 2026 will be back in Germany for the anniversary reason. Woo! Yeah. Okay, to be honest, we love traveling abroad. So somehow, okay, it's in Wiesbaden. Join us we will love to see you. Miriam, how was it this year? Amazing. I really enjoyed coming back, connecting with all my PowerShell friends, making new PowerShell friends. And those were busy 4 days, exhausting, but also with a lot of energy and so much love. So, yeah, I really enjoyed it. Yes, already that post-conference syndrome, do you know what I mean? So already it's starting. How was it with you? Yeah, I think it was great as every year. I've been here since 2019, so the last conference in Hanover. And yeah, it's always great. Every year is another great year. As Miriam already said, it's very exhausting because of thinking all that stuff and also speaking English all the time and understanding English. But yeah, it's great. Why you mentioned English? Have you seen some television program here in Sweden? No. No time for that? Always prepping for the session? Have you had time to look some Swedish television? No, I didn't. Yeah. I looked at it and what I found out is that almost anything is dubbed, right? So they do not do that, translate that into their language. This is completely different in Germany. But while I'm thinking about that, do you think if we would start speaking German, would our listeners accept this? Is we dub us? What do you think? Schauen wir mal. What do you think? Lass mal probieren. Dann probieren wir das doch mal einfach. Okay, for the English listeners, we will send you subtitles, so stay tuned. Es ist dann ganz schön schwer, irgendwann wieder in der eigenen Sprache zu reden, oder? Was waren denn so die Themen, die dich dieses Jahr besonders begleitet hat? Man sucht ja sich oft für die Sessions dann so ein bisschen was Pointiertes raus, was vielleicht auch gar nicht so der Alltag ist. Magst du ein bisschen erzählen, worüber du gesprochen hast und welchen Raum das so in deinem Alltag, in deinem beruflichen Alltag einnimmt? Gerne. Meine erste Session war inspiriert von meiner Session letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich nämlich schon mal eine Attack-Demo gemacht, um eine Real-World-Attack zu zeigen. Wir wollten Deutsch reden, oder? Eine echte Welt-Demo über Angriffe? Um eine Angriffsdemo. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich rede sehr viel Englisch. Das tut mir von einem echten Angriffsszenario darzustellen. Und damals die Originalattacke, die war halt ohne MFA, Multifaktor-Authentifizierung. Und aufgrund einiger Ereignisse und einiger Sicherheitspolicies war es mir nicht erlaubt, MFA in der Demo-Umgebung abzuschalten, und dementsprechend war es halt es getriggert. Und daraufhin habe ich halt gesagt, gut, im originalen Szenario war kein MFA dabei, also stellt euch einfach vor, es ist nicht da. Aber ich habe Feedback bekommen, so nach dem Motto, ich hätte es jetzt schon cool gefunden, wenn du das dann doch umgangen hättest. Und wie sieht denn das aus, wenn Angreifer MFA umgehen? Und dementsprechend habe ich mich dieses Jahr darauf konzentriert, wie sieht denn das aus, wenn Angreifer MFA umgehen? Und der Angreifer in meiner Session war das Cookie-Monster dieses Jahr. Und wie das Cookie-Monster dann Cookies aus dem Browser klaut, um MFA zu umgehen, das könnt ihr euch gerne dann im Recording anschauen. Ein wunderbares Stichwort, denn wir versuchen ja immer ein bisschen besser zu werden. Vor allem versuchen wir arbeiten ja in der Automatisierung, mehr oder weniger. Also ich zumindest bemühe mich sehr, die Dinge zu automatisieren. Das gilt auch für die Videos. Und wir haben jetzt gerade eben schon das erste Video veröffentlicht. Die Planung ist, ihr werdet schlauer sein, wenn ihr das seht, dass wir das so ein bisschen
eins nach dem anderen machen. Und das hat einen ganz simplen Grund. Ich persönlich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn ich dann 4 Wochen warte bei irgendeiner anderen Konferenz und dann auf einmal kommen 100 Videos auf einmal. Das führt dann bei mir dazu, dass ich so einen Buffer-Overflow kriege und gar nichts mehr gucke die ersten Tage. Und wir probieren das jetzt mal so eins nach dem anderen, dass man immer so, guck, jetzt die Miriam ist heute live, dann gucke ich mir die mal an. Und ja, ihr werdet dann wahrscheinlich schon wissen, wie das Ganze geht. Schauen wir mal. Nächstes Jahr Wiesbaden. Wirst du wieder dabei sein, Dominik? Absolut. Du hattest heute noch einen großen Auftritt. Du hast jetzt leider dein Bändchen abgelegt. Da ist es noch. Wir haben nämlich so eine Art Goldmedaille. Eigentlich finden wir das hier immer ganz wichtig, dass diese Lanyards, wie heißen das eigentlich auf Deutsch, dass diese Bänzel gar nicht so wichtig sind, aber wir kennzeichnen natürlich ein Stück weit aus organisatorischen Gründen die Organisatoren von den Teilnehmern zum Beispiel. Und wir haben uns als besonderen Gag ausgedacht, dass die Leute, die eine besondere Aufgabe erfüllen, halt so eine goldene Kordel bekommen. Und jetzt darfst du mal erzählen, was hast du gemacht, dass du die verdient hast? Ja, es gab dieses Jahr von der belgischen User Group, der BPAC, also vielen Dank an der Stelle nochmal für den Contest. Wie auch letztes Jahr schon einen Contest. Dieses Jahr war Speed Up the Code. Letztes Jahr war es eben Shorten the Code. Ja, also es ging quasi darum, einen Code, einen PowerShell-Code mit 50.000 Schleifendurchläufen so schnell wie möglich laufen zu lassen. Ich glaube, bei mir lief der um die 11 Sekunden am Anfang im Originalzustand und ich konnte den dann mit Optimierungen runterhandeln auf 0,1 Sekunden. Nach meiner Kenntnis sprechen die Leute offiziell in Belgien Französisch, Niederländisch, Flämisch und Deutsch. Trotzdem sagen wir BPAC. Das ist eigentlich unlogisch, oder? Das ist weder Französisch noch, aber gut, egal. Aber wir wissen, was gemeint ist. Grüße an Xavier, der übrigens uns auch versteht. Die können ja immer alle Sprachen. Xavier hat zu Beginn gesagt, man darf alles benutzen. Wie will man das auch verhindern? Auch künstliche Intelligenz. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man das einfach mal so selber ausprobiert. Was ist denn der bessere Vorschlag, den ich im Kopf habe und den die KI sagt? Kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie ihr zu dieser schnellen Lösung gekommen seid oder wie du zu der schnellen Lösung gekommen bist? Also zunächst habe ich es probiert mit, ich probiere mal so ganz ohne KI ranzugehen. Und bin dann aber schnell an meine Grenzen gestoßen, weil man eben in einer For-Each-Object-Parallel-Konstruktion keine Variablen bearbeiten kann, im Sinne, dass man Methoden aufruft. So, da stand ich mit meinem Talent und dann war ich gefühlt auch schon am Ende, was PowerShell direkt selber kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, so, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und mache das Ganze in C#, beziehungsweise habe mich dann der KI bedient und habe das der KI machen lassen. Ich habe dann Claude gepromptet damit, habe auch meine Dev-Container-Konfiguration, die eben vorgegeben war, hergenommen und habe dann gesagt, so, mach mal schneller. Und dann ging es eben auch, habe ich gesagt, so, das läuft jetzt 100 Millisekunden, mach schneller. Und bis sich die KI dann zu Tode optimiert hat, habe ich das dann getrieben. Und dann waren wir irgendwo bei 60 Millisekunden. Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, haben wir wahrscheinlich alle, weil du Claude sagtest, ich benutze sehr gerne Cursor, weil da ist dann alles schon ready to go. Im Grunde genommen sind die Editoren und die Anbindungen ja ziemlich austauschbar, aber da hat man dann unmittelbar Claude Sonnet 3.5, 4.0 und es ist wirklich interessant, wie man den künstlichen Intelligenzen sozusagen Tipps geben kann, die sie dann auch oft beherrschen. Das ist eigenartig, oder? Man sagt dann, mach schneller und auf einmal kommt das Ding mit einer besseren Lösung daher. Ja, absolut. Also eigentlich denkt man sich ja, die KI sollte im ersten Anlauf schon eine Top-Variante liefern, aber dann, wie ich eben das auch feststellen musste, war es so, dann wird es schneller und schneller und schneller und auf einmal wird es deutlich langsamer. Also ist die KI irgendwo in eine Sackgasse gerannt. Ich gebe ja sehr viele Trainings, wissen wahrscheinlich die meisten, weil ich das ständig erzähle. Und dann versucht man natürlich immer Bilder zu finden. Und eine der Sachen, die jetzt mit euch Deutschen sehr gut funktioniert, ist, ich erzähle wahnsinnig oft von Günther Jauch und Wer wird Millionär? Und ich frage dann immer die Leute, was ich dich jetzt frage, wenn du bei Günther Jauch auf dem heißen Stuhl sitzt,
muss man dann wirklich die Antworten wissen? Oder was ist da eigentlich, mal ganz abstrakt, der Schlüssel zum Erfolg in deinen Augen? Ich war noch nie bei Wer wird Millionär. Ach komm. Hast du eine Idee? Würdest du einen Tipp geben, wenn ich jetzt morgen da so einen Stuhl bekäme? Also ich muss sagen, es ist immer so ein bisschen Menschenverstand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, gerade in der digitalen Welt, ist es so, dass ich mir sage, ich muss es nicht wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Ja, aber du kannst ja nicht bei Wer wird Millionär nachschauen. Also von der Admin-Tätigkeit, ich war ja auch mal als Admin tätig, da habe ich das auch gesagt. Ich muss es nicht wissen, sondern nur wissen, wo es steht. Aber bei Wer wird Millionär musst du ja die meisten Sachen wissen oder die Joker halt dementsprechend wählen, dass du weißt, wer es weiß. Ich gebe mal einen Tipp. Ich gebe mal einen Tipp, was ich denke, was eine gute Strategie ist. Und ihr könnt mir dann zustimmen oder widersprechen. Ich habe immer den Eindruck, bei Wer wird Millionär ist wichtig, dass man Dinge ausschließen kann. Ja. Weil- Und meine Mutter als Joker hat, als Telefonjoker. Okay, dann wenn ich dann mal eingeladen werde, dann müssen wir dann mal Kontakt aufnehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich aus diesen 4 Antwortmöglichkeiten schon mal 2 ausschließen kann, dann habe ich eine statistische Wahrscheinlichkeit von 50%. Das ist schon gar nicht so schlecht. Vielleicht nicht sicher genug. Was hat das jetzt mit AI zu tun? Ich versuche, wenn ich Leute ausbilde, denen immer zu sagen, natürlich könnt ihr alles Mögliche nachgoogeln, ihr könnt auch die AI etc., aber das ist nicht immer eine Lösung. Und was vielleicht immer ein guter erster Schritt ist, mal zu sagen, ich mache mir erstmal einen Gedanken, da ist ein kritischer Fehler aufgetreten, was es wahrscheinlich nicht ist. So narrow it down im Englischen. Und da gibt es einen schönen Begriff im Englischen, educated guessing, qualifiziertes Raten. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft benutze. So, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Meine Frage an euch ist, ich glaube, die Zukunft ist educated prompting. Das ist jetzt leider wieder Englisch. Also einfach nur irgendwas reintippen, glaube ich nicht, dass das reicht in Zukunft. Wenn man aber auf eine intelligente Art und Weise promptet, eintippt, dann sind diese künstlichen Intelligenzen, glaube ich, extrem nützlich, aber du kommst nicht umhin, Dinge zu lernen. Wenn du jetzt im Security-Bereich bist, das ist ja immer ein ganz schwieriges Thema. Wie ist deine Erfahrung so mit dem Willen der Kunden, Dinge zu lernen? Ich arbeite fast gar nicht mehr mit Kunden. Dementsprechend kann ich die Frage. Erinnerst dich vielleicht an jemanden? Aber, Moment. Ich würde jetzt weniger sagen, dass Educated Prompting die Zukunft ist, aber eher Agentic Design. Dass du halt AI als Agenten designst, die dann miteinander sprechen und das Ganze aushandeln, dass du sagst, hey, du baust das und du bist der kontrolliert. Und dann unterhalten die sich und da kommen dann viel bessere Ergebnisse raus und damit kannst du auch alles Mögliche schon graden. Und finde ich sehr faszinierend, wie gut das schon tatsächlich funktioniert. Da müssen wir Du hattest jetzt gerade gefragt, ob ich mich an irgendwelche Kunden erinnere. Darf ich den Namen deiner Firma sagen? Meiner Firma? Nein. Seiner Firma? Ja, natürlich. Ich erinnere mich an die DATEV. Mit der habe ich mal mal zusammengearbeitet. Und das Lustige ist, Dominik und ich kennen uns halt eben darüber, dass ich mal mit der DATEV gearbeitet habe. Und schon lange her jetzt mittlerweile als PFE dort im Einsatz war. Und was war jetzt nochmal die Frage mit Kunden? Die habe ich komplett vergessen, weil ich mich Die ursprüngliche Frage war, man hat ja immer diese Diskussion und die strahlt ja auch bei uns völlig rein. Und die Steilvorlage hat ja Dominik gerade gegeben mit der Erzählung, dass er dann den Code in C# konvertiert hat, was ja eigentlich auch eine Demütigung ist für eine PowerShell-Konferenz, oder? Ja, in gewisser Weise schon, aber PowerShell ist halt einfach weit weg vom Systemkern und deswegen langsam. Also um jetzt ernst zu werden und dann auch gleich natürlich irgendwann zum Ende zu kommen. Aber der wichtige Punkt ist, man hört ja immer wieder so, ach, ich muss das alles gar nicht mehr lernen, weil das macht jetzt alles die künstliche Intelligenz. Ja oder nein? Unsinn oder Sinn? Nein. Also es gibt vieles, was die künstliche Intelligenz macht, aber man muss wissen, wohin es gehen soll und vor allem Security-Bereich sind wir sicher, dass der Code sicher ist.
Das klingt sehr interessant. Ich kann dich jetzt natürlich nicht gehen lassen. Ich glaube, wir haben das noch gar nicht gesagt. Du arbeitest beim Mothership, beim Mutterschiff, bei Microsoft. Und dann hat man natürlich immer so, auch wenn da die einzelne Person gar nichts für kann, aber man hat ja immer so eine Art kollektive Verantwortung. Wenn alles gut geht, scheint das Licht so ein bisschen auf die Mitarbeiter ab. Wenn alle unzufrieden sind, dann sagt man immer, die Miriam ist das auch schuld. Die Frage ist, wenn wir nächstes Jahr wieder hier hocken, also dann in Deutschland, in Wiesbaden, was glaubst du, sind jetzt in deinem Arbeitsbereich bei Microsoft jetzt die großen Themen für die nächsten Monate? Erzählt wird ja wirklich viel, aber was glaubst du, was jetzt so in den nächsten 12 Monaten sich für dich als so der Hotspot, schon wieder ein englischer Wort, also der Kernpunkt deiner Arbeit herauskristallisieren wird? Ja, also ich bin ja Security Research PM. Das heißt, ich arbeite nicht beim PowerShell-Team, obwohl ich auf der PowerShell-Konferenz bin. Und für mich, das wird Sentinel Research sein. Was genau passiert, kann ich nicht sagen. Aber wenn das alles klappt, wie wir das vorhaben, wird es cool. Dann müssen wir wohl einen zweiten Teil dann machen an der Stelle. Und ich habe schon für nächstes Jahr, ich warte nur noch, dass der CFP öffnet, habe ich schon mit einer Kollegin aus dem PowerShell-Team eine super Idee für eine Präsentation. Jetzt wird hier schon fast gespoilert. Aber merkt ihr, es ist in unserer eigenen Sprache fast unmöglich, ja auch dabei zu bleiben. Oder wir haben ständig diese englischen Worte. Um das abzuschließen, meine letzte Frage an euch beide, und jetzt fange ich mit Dominik an. Die DATEV, das wissen alle deutschen Zuhörer, also große Steuerberater-Software, ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man immer denkt, die preschen mit allem sofort voran und sind für jede neue Technologie schon quasi vor dem Release zu begeistern. Man ist da natürlich nachvollziehbarerweise etwas konservativer. Das Ganze muss stabil sein, wichtige Daten. Wie schwer oder wie leicht ist es für dich, innerhalb deiner Firma, für deine Leidenschaft PowerShell, dann immer wieder Akzeptanz zu finden und vielleicht auch die Kollegen dazu zu bringen, mehr Dinge auf die Art und Weise zu erledigen, wie du das sinnvoll findest? Also ich muss sagen, in unserem Team ist es relativ leicht, da mit durchzudringen, aber das Wissen auf die ganze Firma auszubreiten, das ist schon eine gewisse Herausforderung, die es eben immer zu meistern gilt, da die Leute mitzunehmen und dann auch da entsprechende Bedenken einzufangen. Und natürlich auch die Frage an dich. Wir wissen, dass ist so ein geflügeltes Wort, dass es die PowerShell außerhalb von Microsoft oft viel einfacher hat als innerhalb von Microsoft. Wie erlebst du das? Wie wichtig ist jetzt, weil deine Arbeit ja eine ganz andere ist, wie wichtig ist für dich dann PowerShell bei der Arbeit? Das ist sehr traurig, leider gar nicht wichtig. Also arbeitsmäßig arbeite ich nur, wenn ich halt selber was mit PowerShell mache. Aber ich arbeite nicht mit der PowerShell. Das ist alles meine Freizeitbeschäftigung. Ja, umso schöner ist es, dass ihr hier seid, und in gewisser Weise kann man ja sagen, ob man jetzt so wahnsinnig viel damit in der Arbeit zu tun hat, ja oder nein. Wenn man in der Arbeit immer wieder ein bisschen Werbung dafür machen muss, dass man Sachen besser machen kann, umso schöner, dass wir euch hier haben. Ich freue mich auf Wiesbaden und ich sage vielen Dank, Miriam. Danke auch. Schön, dass du hier warst, und schön, dass du den Wettbewerb mitgemacht und gewonnen hast. Man muss dazu sagen, ihr wart 4 Erstplatzierte, die das gleich schnell gemacht haben, richtig? Ja, absolut. Und wir sehen uns nächstes Jahr in Wiesbaden. Ich freue mich drauf, ja. Vielen Dank an euch beide.